Hallo und willkommen in meiner Küche. Der Herbst ist angekommen, das Licht wird golden und wir können noch die letzten Früchte des Sommers genießen und sie für die kommende Zeit konservieren. Ich habe eine Konfitüre aus frischen Feigen gemacht und möchte euch unbedingt zeigen, wie es geht, denn sie ist ganz außergewöhnlich. Da Feigen nicht sehr viel Säure enthalten, habe ich Früchte und Zucker ins Verhältnis 2:1 gesetzt. Also 500 Gramm Feigen und nur 250 Gramm Zucker sowie Geliermittel. Die gewaschenen Feigen habe ich halbiert und die Hälften schneide ich in kleine Würfel von ca. 1 cm Kantenlänge. In einen Topf habe ich 200 Gramm Zucker abgemessen und in eine kleine Schüssel habe ich die restlichen 50 Gramm Zucker gegeben. Darin wiege ich 13 Gramm Geliermittel ab, denn das ist die auf der Packung angegebene Menge für 500 Gramm Obst. Genaues Abwiegen der Zutaten ist unabdingbar. Das Geliermittel und Zucker werden vermengt und bereitgestellt, ebenso wie einige Gläser, die heiß ausgewaschen, also möglichst steril sein sollten. Die geschnittenen Feigen habe ich in den Topf mit dem Zucker gegeben. Wasser braucht nicht hinzugegeben zu werden. Feigen und Zucker werden vermischt und durch das Vermengen entsteht ein Fruchtbrei, der genug Feuchtigkeit enthält. Die Masse wird nun bei mittlerer Hitze zum Kochen gebracht und dabei wird zwischendurch immer wieder umgerührt, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilen kann. Es sollte auch nicht die volle Hitze gegeben werden, wie zum Beispiel beim Wasserkochen. Das wäre etwas zu viel des Guten und das zuckrige Obst könnte anbrennen und das wäre schade. Wenn die Masse auch nach dem Umrühren gleichmäßig kocht, lasse ich sie noch ungefähr 10 Minuten weiter kochen. Das Kochen dient der Konservierung, also dem Unschädlichmachen von Keimen und Bakterien, und beim Kochen verdampft auch Flüssigkeit und das dient ebenfalls der Haltbarkeit der Konfitüre. Mit dem Thermometer kontrolliere ich die Temperatur. Die Masse hat jetzt 100 Grad Celsius erreicht. Ich koche noch weiter, bis sie 102 erreicht hat. Zucker kann wesentlich heißer als 100 Grad werden und die Tatsache, dass die Masse jetzt heißer als 100 Grad geworden ist, zeigt mir, dass genügend Feuchtigkeit verdampft ist und ich jetzt den restlichen mit dem Geliermittel vermischten Zucker an die Feigen geben kann. Ich lasse alles noch 3 Minuten kochen, damit sich das Geliermittel zu seiner vollen Wirkung entfalten kann. Wenn ihr jetzt genau hinschaut, werdet ihr vielleicht bemerken, dass die aufsteigenden Blasen beim Kochen zähflüssiger werden. Das ist ein gutes Zeichen und es ist Zeit, die Konfitüre unverzüglich, das heißt noch kochend heiß, in die bereitstehenden Gläser zu füllen. Da ich die Ränder meiner Gläser sauber halten möchte, benutze ich dafür diese Einfüllhilfe. Damit es schneller geht, nehme ich eine kleine Kelle und habe den Rand beim Entfernen des Trichters trotzdem bekleckert. Da sich möglichst wenig Luft im Glas befinden sollte, fülle ich noch mit etwas Konfitüre auf, bevor ich den Rand mit einem Tuch reinige und den Deckel darauf schraube und noch einmal fest zudrehe. Und Vorsicht, das Glas ist immer noch kochend heiß. Auch das zweite Glas wird eingefüllt und ein kleiner Rest wird in ein Glas vom Flohmarkt für den sofortigen Verzehr gegeben. Die Konfitüre lasse ich vollständig auskühlen und friere sie dann übrigens ein, da sie so am besten ihre tolle Farbe behält. Nach dem Öffnen bewahre ich sie immer im Kühlschrank auf. Ich hoffe, ihr probiert diese Konfitüre einmal aus. Sie ist nicht so klebrig süß und passt hervorragend auf ein Frühstücksbrötchen, einen Croissant oder auch zu einer Käseplatte. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachkochen und Genießen und wie immer guten Appetit!